Gib dein Lebenswerk nicht auf, nur weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich kann einen Moment rausgehen, wenn Sie noch etwas klären wollen. Nein, das ist nicht nötig. Weil sie nämlich jetzt geht, und zwar auf der Stelle. Papa. Danke, ich geb's dir dann morgen wieder, ja? Warte, ich hol's dir raus. Kein Waschmittel, oder? Nein, das ist Koks. Und wieso erzählst du mir dann, du würdest nicht koksen? Das Zeug schleppe ich seit dem einen Mal mit mir rum. Ich hatte aber nicht vor, es zu nehmen. Warum hast du es denn dann nicht gleich weggeworfen? Das wollte ich ja gerade und dann hat dieser Typ angerufen und gesagt, dass er es zurück will. Das soll ich dir jetzt glauben. Es ist so. Sarah, ich verstehe, dass du gerade eine wahnsinnig schwere Zeit durchmachst. Jana ist tot, dass du glaubst, daran schuld zu sein. Du suchst einfach nur nach einer Möglichkeit, alles für ein paar Stunden zu vergessen. Endlich mal wieder gut drauf zu sein. Aber doch nicht so. Aber weißt du, wie gefährlich Kokain ist? Wie schnell man davon abhängig werden kann? Und deine Probleme kriegst du damit garantiert nicht in den Griff. Ich weiß und deshalb... Ja, deshalb macht's ja auch bestimmt nichts aus, wenn ich das Zeug entsorge. Und zwar sofort. Papa, nicht. Susanne! Es tut mir leid für Sie, aber mein Vater verkauft seine Firma nicht. Es reicht! Du bist mein Vater. Und ich werde nicht zulassen, dass du dein Lebenswerk zerstörst. Hast du den Verstand verloren? Ich schlage vor, wir setzen das Gespräch ein andermal fort. Ich rufe Sie an, ja? Jawohl. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Arno, bitte, was ist denn hier los? Nichts, Charlie. Herr Brandner hat sich schon wieder beruhigt. Ausgerechnet du, die mich seit Wochen hintergangen hat, kommst mir plötzlich mit Familiensinn. Arno, das ist nicht der richtige Ort, um Familienstreitigkeiten auszutragen. Ich bin gleich fertig, weil Susanne nämlich jetzt geht. Papa. Doch, verschwinde und komm mir nicht mehr unter die Augen. Arno, war das jetzt nötig? Sie ist deine Tochter. Sie ist nicht mehr meine Tochter. Sie ist für mich gestorben, endgültig. Alkohol oder Kokain, es ist einfach so verlockend, sich zu betäuben. Ich hätte es Sarah, ich hab das doch selbst alles hinter mir. Monatelang habe ich mir eingeredet, dass ich kein Problem habe. Ich wollte nicht wahrhaben, dass ich Alkoholikerin bin. Ich habe kein Drogenproblem. Und ich will verhindern, dass du eins bekommst. Bitte mach nicht länger dicht, sondern rede über das, was dich bedrückt. Es muss ja nicht mit mir sein, aber wenn du willst, dann... Seit Jana tot ist und mein Baby, denke ich jede Sekunde daran, wie es jetzt sein könnte, wenn ich nicht mit Leonard. Seitdem läuft alles ab wie im Horrorfilm. Du kannst dir nicht vorstellen, dass das Leben jemals wieder schön oder einigermaßen normal sein wird. Und dann diese ständigen Schuldgefühle. Du bist nicht schuld an Janas Tod. Doch! Jana würde noch leben. Ich wäre jetzt im 5. Monat schwanger, glücklich mit Gregor. Weil ich so egoistisch war, sind 2 Menschen tot. Du musst endlich aufhören, dir das einzureden. Klar, weil das ja auch so einfach ist. Einfach den Schalter umlegen auf Happy. Ach, Blödsinn. Kapiert doch alle gar nicht, wie beschissen es mir geht. Darum lasst mich doch endlich in Ruhe. Judith, das kann doch nicht wahr sein. Du kannst doch jetzt nicht einfach Schluss machen. Du traust mir zu, dass ich deine Bewerbung für Tokio sabotiere, obwohl ich dir 100-mal erklärt habe, dass ich's nicht war. Nein, so ist es doch nicht, Judith. Geh bitte.
Lass mich dir doch wenigstens erklären, dass... Ich will keine Erklärung mehr, weil es nichts ändert. Hi, Chef. Du bist zu spät. Also wie du das machst, lernen fürs Abi und parallel hier ackern? Ach, irgendwie klappt das schon. Gott. Elisa. Hi. Danke nochmal, dass du die Einladung für VL Faces an mich abgetreten hast. Nicht freiwillig. Denkst du nicht, dass du das ein bisschen zu eng siehst, hm? Jedenfalls habe ich jetzt tierisch gute Kontakte. Und was Sachen mit Männern angeht, war die Ausbeute auch nicht schlecht. Noch ein Prosecco. Für dich auch ein. Nee, vielen Dank. Miriam, machst du Fräulein Schneider ein Prosecco? Danke. Naja, vielleicht ergibt es sich ja mal, dass ich für die nächste Party 2 Einladungen für uns abchecken kann. Ja, wer weiß. Was hast du mit Olivia zu tun? Nichts. Sie hat mir nur ein paar Tipps gegeben, weil ich Stress hatte mit so einer Tussi. Du holst dir Tipps von Olivia? Darf ich dich mal daran erinnern, dass du mir selber gesagt hast, ich soll die Finger von ihr lassen? Olivia kommt mit ihrer Taktik super durchs Leben im Gegensatz zu mir. Ja, und bei dieser falschen Schlange, die ich meine, kommt man normal eben nicht weiter. Wie bist du denn drauf? Ich weiß eben endlich, was ich will. Ich muss es mir nur nehmen. Okay, ich melde mich von der Kundschaft. Sarah! Hey, Rick. Also wegen dem... das hat sich erledigt. Ich hab's nicht mehr. Du hast es dir also doch reingezogen. Nein, Egal, pass auf, wenn du noch was brauchst. kein Bedarf. Wo willst du denn jetzt hin? Keine Ahnung, spazieren gehen. Okay. Wo gehen wir hin? Wir. Ich will allein sein, also bis dann. Hallo, Kennen wir uns? ich bin eine Freundin von Sarah. Sie hat mir ziemlich viel von dir erzählt. Dass du gutes Zeug verkaufst zum Beispiel. Blumen, Brötchen, Briketts? Koks, ich bräuchte 3 Gramm. Hey, na klar, Baby. Pass mal auf, wenn du Sarah noch mal was in diesem Dreckszeug andrehst, dann hast du eine Anzeige in der Backe, verstanden? Was soll denn der Aufstand? Ich mein's verdammt ernst. Zick. Und, hast du dich beruhigt? Ach, Charlie, du kennst mich doch. So etwas ist doch überhaupt nicht meine Art. Ich wollte in Ruhe einen Verkauf abwickeln. Ja, das ist dir ganz und gar nicht gelungen. Na, sicher. Da kommt meine Tochter dazu und pfuscht mir in ein Geschäft, das quasi schon unter Dach und Fach ist. Susanne wollte nur verhindern, dass du deine Firma verkaufst. Oder kannst du mir mal erklären, was du ohne Brandnerbau tun willst? Ich wäre schuldenfrei. Nicht mehr abhängig von Elisabeths Großherzigkeit. Du bist derartig stur. Susanne wollte dir helfen. Du kannst mir doch nicht weismachen, dass dich der Verkauf deiner Firma nicht schmerzt. Na, dann sag mir bitte eine andere Möglichkeit. Ja, du entschuldigst dich erst mal bei deiner Tochter. Und für alles andere findet sich schon eine Lösung. Ja, ja, ja. Stimmt so. Danke. Sag mal, weißt du, was gerade mit Lisa los ist? Sie ist ja ziemlich komisch drauf. Sorry, aber frag sie selbst. Irgendwann gibt's hier noch Tote. Kann Christian sein Zeug nicht nach oben bringen? Wozu hat er einen großen Bruder? Wozu hat er eine Kollegin? Bitte bring ihm die Tasche hoch. Wenn es lieber ist, dass die Kollegin die Gäste auf ihre Getränke warten lässt. Hier, ich mach das schon. Super, danke. Hey, du siehst aus, als könntest du einen Kaffee vertragen. Ein Grappa, einen doppelten. Sehr wohl.
Hallo, Susanne. Ist heute was geboten. Und? Wie hat Arno reagiert? Verschwinde, lass dich hier nie wieder blicken. Reicht das? Das gibt's doch nicht. Bestimmt hat er es nicht so gemeint. Du weißt ja, wie er manchmal rumpoltert. Er hat es ernst gemeint. Sehr sogar. Papa will nichts mehr mit mir zu tun haben. Nie wieder. Hey, Hallo, ich wollte nur Christians Sporttasche abgeben. Christian ist nicht da. Es geht mich zwar nichts an, aber ist alles in Ordnung? Klar. Ich muss dann mal. Ohne Schuhe? Das ist doch nicht schlimm, das ist doch jedem schon mal passiert. So, sagen Sie mir bitte Bescheid, sobald sich die Werte verändert haben, ja? Dankeschön. Nathalie, was war denn das für ein Anruf eben? Ist alles klar? Ich komme mir schon vor wie eine blöde Petze, aber ich habe Koks in Sarahs Tasche gefunden. Ich habe das Zeug sofort entsorgt und versucht, mit ihr zu reden, aber... Ja, lass mich raten. Sie hat sofort dich gemacht. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Ich habe keine Ahnung, was. Ich komme hier einfach nicht mehr weiter. Ja, was? Du denkst, dass ich der Richtige bin, um sie von dem Trip runterzuholen? Naja, ein Versuch wäre es wert. Die Frage ist nur, wie. Wie? Das kann ich dir sofort sagen. Das wäre zwar nicht besonders feinfühlig, aber... Schwester Bettina, würden Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Entschuldige, ich will dich ja auch nicht nerven, aber du bist mir einfach wichtig. Ist das etwa so eine Art Selbstbestrafung? Erstmal schaffe ich mir alle Freunde vom Hals, weil ich sie sowieso nicht verdient habe. Und dann leide ich hier still und heimlich alleine vor mich hin. Du hast Herrn Brandner an Janas Grab getroffen. Niemand gibt dir die Schuld an Janas Tod. Hallo? Schwester Bettina? Ich habe heute einen Termin bei Dr. Becker. Wirklich. Ja, den muss ich wohl total vergessen haben. Susanne, da bist du ja. Tut mir leid, ich musste noch kurz in die Kanzlei, sonst hätte ich schon früher vorbeigeschaut. Ist schon in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. So wie sich dein Vater aufgeführt hat. Ich hätte es wissen müssen. Und jetzt lässt sich unser Verhältnis nicht mehr kitten. Ach, Unsinn. Es ist so, Lars. Da mache ich mir nichts vor. Du musst zum nächsten Mandanten. Ich bin eigentlich mit Nathalie zum Mittagessen verabredet. Ich rufe sie kurz an. Ihr seht euch öfter? Wir sind wieder zusammen. Schön. Ich wollte es dir ja irgendwann sagen, wenn du... Lars, wir sind getrennt. Ich kann von dir nicht erwarten, dass du Single bleibst. Ich freue mich für euch, wenn ihr miteinander glücklich seid. Ja, vielleicht schaffe ich das ja auch mal wieder. Sorry, dass ich dich so voll heule. Wenn es dir hilft, Dabei kennen wir uns gerade mal eine halbe Stunde. aber dafür ziemlich gut. Also ich weiß ja immer noch nicht, was dein Problem ist, aber auf jeden Fall kenne ich ein ziemlich gutes Mittel gegen Kummer. Stell dir vor, die Steine sind deine Sorgen. Mit jedem, den du versenkst, verschwindet einer. Okay? Und es gibt ein Bonussystem. Je häufiger einer übers Wasser tischt, desto mehr Sorgen bist du auch los, okay? Okay. Oh. Okay, versuch's mal. Ich
kann das nicht. Okay, ich zeig's dir. Also. Du hältst ihn an der Kante, genau. Holst aus. Genau. Und dann ganz flach. Flach, okay? Und 2-mal. Gar nicht so schlecht für den Anfang. Ah, Frau Hoffmann, da sind Sie ja. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Was soll ich denn bei Dr. Becker? Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber wenn Sie vielleicht hier schon mal warten würden. Aber das ist doch... Ich habe gar keinen Termin, oder? Hallo, Sarah. Leonard, was soll das? Ich wollte dich sehen. Und zwar genau hier an dem Ort, wo Jana gestorben ist. Wieso lockst du mich hierher? Weil ich mit dir reden wollte. Scheinbar ist das ja dringend nötig. Natalie. Ganz genau. Sie hat mir erzählt, dass sie Koks in deiner Tasche gefunden hat. Und ich habe ihr erklärt, dass ich es nicht nehme. Sag mal, habt ihr alle zu viel Zeit? Wenn ihr ehrenamtlich arbeiten wollt, dann geht ins Tierheim. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen nur verhindern, dass du dich kaputt machst. Aber wenn du gar kein Drogenproblem hast, dann wird dir das sicher nicht schwerfallen. Lisa, Susanne. hast du meine SMS bekommen? Willst du was essen? Nee, kein Hunger, nur eine Holunder-Limo. 2 Holunder-Limonaden, bitte. Komm sofort. Wie geht's dir? Ich vermisse dich. Ich dich auch. Und ist sonst irgendwas nicht in Ordnung? Ach, alles okay. Ziehst du denn jetzt bald wieder zu uns, wenn Arno sich beruhigt hat? Was ist? Ich hatte gerade eine sehr heftige Auseinandersetzung mit ihm. Wird Zeit, dass ich endlich mal Klartext mit ihm rede. Das ist sehr lieb von dir, Lisa, aber es würde nichts ändern. Aber du willst mir doch irgendwas beichten. Will er mich jetzt auch loswerden? Also ich ziehe sofort zu dir in die Pension. Nein, nein. Lisa, ich habe beschlossen, Düsseldorf zu verlassen. Glaubst du etwa, ich hätte vergessen, wie und wo Jana gestorben ist? Unseretwegen? Nein, aber vielleicht hast du vergessen, dass sie uns genau hier an diesem Bett verziehen hat. Jana wollte doch nicht, dass du dein Leben wegwirfst. Mein Gott! Diesen Müll höre ich mir echt nicht länger an. Sarah, bitte. Ich verstehe ja, dass du nur schwer damit klarkommst, was passiert ist. Das geht mir genauso. Aber du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Jetzt mehr denn je. Und wenn dir irgendwas passiert... Ach, hör auf! Unsere Liebe hat Jana nicht umgebracht. Liebe kann überhaupt nicht töten. Liebe geht weit über den Tod hinaus. Und Jana wusste das. Und deshalb wollte sie auch, dass wir nach vorn schauen. Wie denn? Ich kann das nicht. Dann musst du es wenigstens versuchen, verdammt! Bitte, Sarah, gib dich nicht auf. Bitte. Und? Hat's was gebracht? Nicht wirklich. Aber es sind ja noch genug Steine da. Also, wenn du willst, dann kannst du mir davon erzählen. Wir kennen uns zwar kaum, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, also ich war mit einem Typen zusammen, der sich für ein Designstudium in Tokio beworben hat. Allerdings ist seine Bewerbung nie da angekommen und er hat eine Absage gekriegt. Und jetzt? Jetzt unterstellt er mir, dass ich seine Bewerbung entsorgt habe. Weil ich natürlich nicht möchte, dass er geht. Was? Also... Teile davon sind tatsächlich irgendwie in meine Einkaufstüte gekommen. Ich habe keine Ahnung, wie. Dass er mir sowas zutraut. Natürlich würde ich ihn total vermissen. Bist du dir denn sicher, dass der Typ dich wirklich verdient hat? Nee. Soll ihn sich Lisa doch ans Bein binden. Die steckt sowieso dahinter, weil sie eifersüchtig ist.
Lisa. Ich kenne auch eine Lisa. Wie heißt deine denn mit Nachnamen? Brandner. Absolut. Sarah Hofmann ist genau die Richtige für die Kampagne. Ja, unkonventionell, ausdrucksstark. Ob ich eine Setcard von ihr habe? Ja, natürlich. Schicke ich dir morgen direkt raus, Niki. Bis dann, ciao. Lass die Finger von meinen Sachen. Kümmere dich um die wichtigen Sachen. Um die Models, vor allem um die kleine Hofmann. Ja, ja. Was heißt ja? Unterschreibt sie den Vertrag bei mir oder nicht? Ich bin dran. Die Lorenzo ruft mich mindestens 20 Mal am Tag wegen ihr an. Kein Stress, okay? Sie wird bald alles tun, was ich ihr sage. Hallo, Sarah. Na, aber klar doch. Bis gleich. Hallo, Arno. Guten Abend. Auch eins? Matthias, ich würde gerne in Ruhe zu Abend essen. Glaubst du wirklich, dass es der richtige Ton war, den du Susanne gegenüber... Das reicht. Gehst du oder ich? Hi, Matthias. Ist Arno da? In der Küche, aber Vorsicht. Heute bissig. Das bin ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Susanne haut aus Deutschland ab. Sie zieht zu Anne und Paul nach Marseille. Was ist Ihre Sache? Ich kapiere das einfach nicht. Zuerst schmeißt du sie aus dem Haus und jetzt verlässt sie ja noch deinetwegen das Land und dir soll es egal sein? Reisende sollen man nicht aufhalten. Du wirst echt immer ätzender, einfach zum Kotzen! Leonard. Natalie, hast du einen Augenblick? War Sarah bei dir im Krankenhaus? Dann hat sie mit dir geredet. Zumindest hat sie mir zugehört. Und immerhin hatte ich das Gefühl, dass sie das nicht einfach so an sich abprallen lässt. Glaubst du, dass sie das koksen lässt? Ich kann nur hoffen, dass sie kapiert hat, dass sie das nicht weiterhilft. Außerdem hat sie dir doch gesagt, dass sie mit dem Zeug nichts mehr zu tun haben will. Ja, aber ich habe auch immer gesagt, dass ich nie wieder einen Schluck trinke und heimlich... Naja, mittlerweile kenne ich Sarah ganz gut und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie sich mit dem Zeug zerstört.